So Freunde, wir sind immer noch in Dubai und ich hatte heute die Idee, dass wir uns mal ein bisschen bei Mansory umgucken. Ne? Denn auch wenn ich eigentlich bei Brabus arbeite, ich arbeite in der Werkstatt, wie viele von euch ja wahrscheinlich wissen, bin ich aber dennoch sehr interessiert an anderen Autos und auch an anderen Tuningfirmen und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, wir gucken uns mal bei Mansory um und ja, gucken uns einfach mal an, wie die Autos so gebaut sind, wie die verarbeitet sind. Und ich denke mal, es wird echt interessant, weil die Autos sind ja wirklich sehr kontrovers. Und ja, lasst uns mal reingehen, Freunde. Freunde, ich wollte nur das noch mal ein bisschen klarstellen. Es soll heute nicht darum gehen, irgendwas zu bewerten oder jemanden schlecht zu reden oder irgendwas gut zu reden, sondern einfach nur als Autofan und als Tuning-Fan natürlich uns einfach mal diese Autos anzugucken. Denn ich weiß, viele sind ein bisschen kontrovers und viele von euch mögen auch die Autos von Mansory gar nicht. Ich finde aber, diese Autos haben ihre Daseinsberechtigung und wir gucken uns das Ganze einfach nur mal an. Wir gucken uns auch mal so ein bisschen an, wie die Autos so verarbeitet sind, weil das sind natürlich so Sachen, die ich bewerten kann als Mitarbeiter von Brabus. Ich baue täglich Autos in der Werkstatt und deswegen kann ich auch so ein paar Sachen natürlich beurteilen. Ne? Die Verarbeitungsqualität, Lack, Carbon, wie auch immer. Ne? Und ja, ich würde sagen, Freunde, wir schauen uns erstmal so ein bisschen um. Sind auf jeden Fall richtig schöne Autos hier. Komm. Okay, also direkt am Eingang werden wir hier schon mal begrüßt von diesem absolut heftigen, unglaublich auffälligen Rolls-Royce Ghost. Und ja, ihr wisst ja selber, Mansory ist bekannt für die Carbon-Arbeiten. Und auch hier wieder einfach nur unfassbar. Dieses Forged Carbon oder zu Deutsch halt geschmiedetes Carbon. Aber es sind da halt im Endeffekt nur so ja, Carbon-Schnipsel. Ne? Auch die Frontansätze mit integrierten LEDs, Frontspoiler. Unglaublich. Auch mit dieser Coachline finde ich echt schön gemacht. Mit Mansory. Mit so einer Unterbrechung drin. Und ich muss sagen, dieses Auto kann ich jetzt ja zum Beispiel relativ gut bewerten, weil wir ja bei Brabus auch den Ghost veredeln. Und ich hatte auch schon ein paar Stück davon gebaut. Aber jetzt ohne Neid, sag ich mal. Das hier ist tatsächlich schon ein bisschen, das ist ganz anderes Level. Ja. Also wir haben auch Frontaufsätze und wir haben auch einen Frontspoiler, wie ihr wisst, Heckspoiler, Heckdiffusor, solche Sachen. Aber das hier, das ist ja wirklich nochmal ein komplett anderes Level. Wir haben ja auch diese Heckschürzenaufsätze. Sowas in der Art haben wir ja auch, wie ihr wisst, für andere Autos. GLE Coupé zum Beispiel, S-Coupé, S-Cabrio, GT. Heckspoiler. Wir haben ja auch noch so einen Dachkantenspoiler. Mega. Dann als nächstes haben wir hier einen Bentayga. Auch sehr, sehr, sehr schöne Farbkombi. Und ich kann echt nur immer wieder staunen über diese Carbonarbeiten. Echt richtig, richtig geil gemacht. Vor allem, ihr seht auch hier oben diese Dachleisten. Auch alles Carbon. Ja, also das muss man wirklich sagen, da ist Mansory ja wirklich sehr, sehr detailverliebt. Und das gefällt mir halt auch so, ne? Diese Details, wenn ihr überall mal hinguckt und an was sie auch alles gedacht haben und auch sowas hier, ne? Zum Beispiel hier solche Kanten lackieren am Spoiler und sowas, ist wirklich nicht leicht. Ich habe gerade gesehen, der hat auch eine grüne Plakette drin, das heißt, der ist zwar in Dubai, aber kam aus Deutschland. Mal gucken, Hansestadt Hamburg, glaube ich. Ja, vielleicht kennt ja jemand von euch das Auto. Richtig schön. So, dann ein Auto, was ich natürlich als Brabus-Mitarbeiter ebenfalls in- und auswendig kenne. G63. Auch hier komplett lackiert in diesem Grün. Sämtliche Plastikteile, sämtliche Leisten. Also ich sag mal so eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich schon zu unserem White Star. Ja, auch hier mit diesen Luftauslässen. Oder hinten diesen Aufsatz von der Hecktür. Aber echt wow. Echt mega.
Okay, kleine Unterbrechung gerade. Die nette Dame hat gesagt, G-Modell nicht filmen, warum auch immer, weil irgendwelche Fahrgestellnummern zu sehen sind oder ich habe keine Ahnung. Wirklich den Grund habe ich nicht verstanden, aber ihr habt ja trotzdem ein bisschen was gesehen. Kein Problem, wir machen nämlich dann einfach hier weiter bei diesem unglaublich heftigen Urus. Komm. So, hier haben wir dann einmal den Urus P820 und der Urus ist ja wirklich einer der bekanntesten und auch wirklich begehrtesten Fahrzeuge überhaupt bei Mansory. Sieht man ja relativ viel auch im Internet. Hier in Dubai sieht man natürlich auch einige davon. Allgemein Urus, aber auch Mansory auch hin und wieder. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Hier auch Whitebody Kit. Also so, wenn ich das so betrachte, relativ ähnlich wie bei uns. Also so ähnlich haben wir das auch, sagen wir mal als Beispiel für den GLS gehabt, diesen Whitestar. Aber solche Sachen, ich frage mich immer, wie die das ganz genau machen. Also ich würde wirklich gerne mal bei Mansory auch in die Werkstatt gucken, weil mich das natürlich als Werkstattmitarbeiter, der selber Autos baut, auch wirklich echt interessiert, wie alles sowas gebaut wird. Dann mit diesem zentralen Auspuff. Mega. Muss man wirklich sagen. So ein Auto, was hier in Dubai auch noch sehr, sehr beliebt ist, ist natürlich der Rolls-Royce Cullinan. Und hier haben wir direkt 3 Stück. Schauen wir uns mal den einmal schnell an hier. So ein, ja, ist kein Weiß, so ein Off-White, so ein bisschen so graumäßig. Komplett mit blauen Kontrasten, auch eine eigentlich richtig schöne Farbkombination. Und auch hier alles mit diesem Forged Carbon. Geil, richtig schön gemacht. So, wir machen jetzt also weiter, nachdem wir schon zum zweiten unterbrochen wurden. Also, dann haben wir hier noch einen Cullinan, auch in einer richtig schönen Farbe, in diesem Mattblau. Die Farbe ist eigentlich ziemlich ähnlich, also würde ich jetzt mal sagen, wie dieses Mattblau von uns von Mercedes, diese Originalfarbe. Ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, wie die Farbe heißt, aber ihr wisst bestimmt alle genau, was ich meine. Zum Beispiel der GT oder so gibt es oft auch in dieser Farbe. Auf jeden Fall recht cool, auch passt da sehr, sehr gut zusammen mit dem Orange. Und das ist so ein richtig geiles Gimmick, habe ich schon oft gesehen. Die Kühlergrillstreben sind immer nur von einer Innenseite lackiert. Das heißt, wenn ihr das Auto von der anderen Seite seht, ist immer die Kühlergrillstrebe lackiert. Richtig geil. Also das finde ich auch ein richtig, richtig cooles Gimmick. Oder gut durchdacht. Dann haben wir hier noch einen in Weiß mit so babyblauen Akzenten. Passt eigentlich auch ganz gut. Ganz weißes Interieur. Von hinten. Cool. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns als erstes mal hier diesen Ferrari Roma an. Ein One-of-One. Und ihr seht schon, das Ganze ist in so einem, ja, einer Art Two-Face Konfiguration gehalten, also zweifarbig. Wirklich einfach nur unnormal heftig. Und ihr seht schon vielleicht, Lack, das ist so ein Perlweiß mit sehr viel Metallic-Anteil, das Grün auch. Ja. Und auch solche Übergänge, wie ihr hier seht, solche Muster und sowas, echt schwierig. Kann auch nicht jeder Lackierer, also da muss ich wirklich sagen, Respekt. Macht Mansory auch relativ viel. Auch übers Dach und so, also da muss ich wirklich sagen, was die Lackierung angeht, ist Mansory immer wirklich ganz weit vorne. Ich kann euch auch wirklich nur sagen, Verarbeitung ist wirklich richtig gut. Ich meine, hier solche Kleinigkeiten, hier habt ihr so ein bisschen Spalt, aber gut, das bleibt nicht aus, ne? Weil vieles ist auch halt One-of-One, so wie auch dieses Auto One-of-One. Mega.
Richtig schön. Auch solche Sachen wie die Leisten hier alle in Wagenfarbe lackiert. Ne? Mega. Auf solche Sachen kann ich halt wirklich dann auch immer achten. So Kleinigkeiten wie diese Pinstripes oder diese Aufsätze, in dem Fall jetzt für die Frontstoßstange. Echt unglaublich. Dieses Auto hier hat es mir auch auf jeden Fall angetan. Mansory Stallone. So wie er gerade sagte, ist das ein One-of-One, gibt es nur einmal, ist auch unnormal teuer. Ich glaube sowas wie 1,5 Millionen hat er gesagt. Euro. Und ihr seht schon, Stallone und dann alles in diesem roten Forged Carbon. Und auch hier wieder muss ich sagen, Lackarbeiten, echt mega. Auch so Kleinigkeiten kann man überhaupt jetzt nicht erkennen, aber auch in Rückleuchten Carbon. Und was hier auch so krass ist, ist dieser Farbverlauf. Ne? Vorne so ein bisschen hell und dann wird es nach hinten immer dunkler. Und wenn ihr das mal seht im Licht, ne? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ist wie so eine Struktur drin. Ne? Also wie so ein Verlauf, der von vorne nach hinten geht. Und sieht so ein bisschen aus wie so gebürstetes Alu. Könnt ihr das erkennen auf dem Video? Ich glaube ja. Ne? Also wirklich unglaublich. Mega. Nee, also bis jetzt muss ich wirklich sagen, bin ich unnormal begeistert. Ich sag mal so, solche Sachen zum Beispiel, komm, das wird besser gehen. Aber ich glaube, dass Politurreste, ne, das muss nicht unbedingt sein. Aber kein Hate oder so. Auf jeden Fall Verarbeitung top. Aber auf solche Kleinigkeiten könnte man auch achten. Hier seht ihr diesen Farbverlauf übrigens ganz schön. Interieur, da brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Ne? Das Mansory wirklich auch ganz weit vorne. Mega. Verarbeitung. So, schauen wir uns als nächstes mal einen Rolls-Royce an. Wie ihr wisst, machen wir bei Brabus auch einen Rolls-Royce, allerdings den Ghost. Hier haben wir jetzt einen Phantom. Aber ich denke mal, so ungefähr kann man das ja schon vergleichen. Und ihr seht auch hier schon diese Coachline. Mansory einfach selber gezogen. Komplett neu lackiert der Wagen. Denke ich zumindest mal. Auch solche kleinen Akzente, ne? Einfach auf der Auspuffblende diese Akzentfarbe, dieses Blau auch nochmal zu finden. Ja, solche Sachen sind halt echt schön, so Detailverliebtheit, ne? Oder diese Center Capes, diese Floating Center Capes. Mega. Aber lasst uns mal eben abchecken, was da für ein Auto reinkommt. Bentley Bentayga. Der Sound ist einfach nur geisteskrank. Geh mal gucken. So ein Auto, was mir hier in diesem Showroom auch ganz besonders ins Auge gefallen ist hier dieser SF90. Also ich muss sagen, das ist für mich auch wirklich Endstufe. Weil wenn wir mal sehen, was hier für eine Karosseriearbeit durchgeführt wurde, und das ist halt was ich bewerten kann, da ich selber in der Karosserieabteilung arbeite, das ist einfach unglaublich. Ne? Ihr seht schon hier solche kompletten Rahmen aus dem Carbon oder hinten diese Abdeckung, diese fürs Verdeckabdeckung komplett aus Carbon. Es muss ja erstmal auch alles nachgebaut werden und nachgeformt und abgeformt werden und so. Also, ne, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das für eine Arbeit ist und was das für ein technischer Aufwand auch ist. Ne? Deswegen kann ich durchaus verstehen, warum so ein Auto deutlich über 1 Million Euro kostet. Weil, ich weiß nicht, ist es auch ein One-of-One? Ja, ist auch ein One-of-One. Das heißt, das wird nur für ein paar Autos, ne? Wenn überhaupt, ein paar Autos gebaut. Ne? Auch diese Aeroblades, Aerodisc.
Unglaublich. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, auch der Lack hat so einen richtig schönen Perleffekt. Ja, jetzt könnt ihr das, glaube ich, so ein bisschen erkennen. Auch die Lackarbeit einfach nur so schön. Übrigens auch im Carbon oder auf dem Carbon. So was Ähnliches machen wir auch, wie ihr wahrscheinlich wisst, auf unseren Motorabdeckungen als Beispiel. Carbon, und dann wird da so mit Klarlack und Metallic-Partikeln drüber lackiert. Dann sieht das auch so ähnlich aus. Hier im Licht könnt ihr das auch nochmal ganz gut erkennen. Aber hier so ein komplettes Auto so hat auch auf jeden Fall was richtig schön gemacht. Hier, ja, braucht man nicht drüber reden. Ziemlich ähnlich wie auch bei diesem Ferrari. Auch richtig gut gemacht alles. Nee, muss wirklich sagen, bin begeistert. Jetzt, wo man mal so viele Mansoris auch in echt sieht und sich mal die Details und so, Verarbeitung alles angucken kann ich zumindest von der Verarbeitung und also von dieser Craftsmanship und so, kann ich nichts Negatives sagen. Also echt nicht, ne? So eine S-Klasse hier noch in Kalahari Gold Magno. Finde ich eigentlich einen coolen Akzent, dass der Kühlergrillrahmen auch lackiert ist, komplett in Wagenfarbe. Ihr seht, schwierige Farbe zum Lackieren. Wir haben hier so einen kleinen Farbunterschied. Aber gut, das bleibt nicht aus. Ne? Solche Farben sind halt echt schwierig zu lackieren. Und ja, nee, auf jeden Fall richtig geil. Auch diese Carbon-Frontaufsätze, Carbon-Frontlippe, ähnlich natürlich, wie wir es auch machen bei Brabus. So, jetzt gucken wir uns noch das letzte Auto an. Moment mal, bevor wir uns das letzte Auto angucken, für die Leute von euch, die gerne Modellautos mögen, guckt euch mal diese Auswahl an Modellautos an. Ich bin ja selber so ein Sammler von 1:18 Fahrzeugen. Und ich habe einfach so viele hier auch. Bugattis ohne Ende. Hier sämtliche Accessoires, Portemonnaies und so weiter, was sie machen. Hier ist, glaube ich, so eine Center-Konsole vom Chiron, wenn mich nicht alles täuscht. Hier so ein schönes Artwork. So, und hier haben wir dann das letzte Auto für dieses Video. So, Freunde, ich bin froh, dass ich es jetzt überhaupt schon ein bisschen hingeschafft habe, weil jetzt wurden wir schon zweimal unterbrochen. Und ja, natürlich wegen meinem T-Shirt ist so ein bisschen Aufmerksamkeit auch erregt worden. Und die haben mich tatsächlich gefragt, was ich hier mache, was ich hier will, ob ich Spionage betreiben will für Brabus. Und ich habe gesagt, nein, ich bin einfach nur ein Fan. Mich begeistern Autos, mich begeistern auch diese Autos und ich möchte mir einfach nur mal angucken. Und ja, nach langem Hin und Her durften wir dann weiter filmen. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt noch einmal den Carbonado an zum Schluss. Eines der wirklich bekanntesten Autos, auch im Internet, glaube ich. Dieses Auto kennt wirklich jeder. Schauen wir uns mal an. Genau, hier einmal den Carbonado und wie ihr schon seht, der komplette Body, also die komplette Karosserie einfach aus Carbon. Und auch so eine spezielle Textur, also so eine spezielle Struktur, sage ich mal. Ne? Und sowas ist halt für mich unglaublich, ne? Weil ihr müsst bedenken, jedes Karosserieteil muss ja nachgeformt werden oder gebaut werden aus Carbon. Oder ich weiß nicht, wie es gemacht wird. Wird es beschichtet oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die das machen. Würde mich auf jeden Fall aus der technischen Sicht unnormal interessieren. Auch solche Sachen wie die Scheibenwischerarme und so. Ne? Das ist unglaublich. Und gerade aus Carbon solche Karosserieteile nachformen ist auch nicht einfach. Und hinterher müssen die Spaltmaße alle wieder stimmen. Und also ist schon wirklich mega. Gucken wir uns einmal nochmal das Interieur an. Komplett Alcantara und auch mattes Carbon sowie Exterieur. Ja, also ich kann nur sagen, Hut ab. Ist auf jeden Fall eine imposante Erscheinung, dieses Auto. Okay, Freunde. Nochmal einmal einen letzten Blick auf alle diese Autos hier. Und dann machen wir uns vom Acker. Vielen Dank, Mansori, für diesen freundlichen Empfang hier heute. Okay, Freunde, das war also Mansori hier in Dubai und muss man schon über die Straße. Wie ich schon gesagt habe, ein bisschen schwierig, ne? Weil die haben gedacht, aufgrund meines T-Shirts, ich habe auch erzählt, ich arbeite bei Brabus und so, dass ich Spionage betreiben will oder so. Also die waren so ein bisschen sketchy drauf, ne? Die waren so ein bisschen auch skeptisch und
wollten mich zweimal, haben die mich ermahnt und wollten mich eigentlich rausschmeißen. Dann habe ich mit denen diskutiert. Ich sage, nein, ich mache das für mich und ne, für YouTube und so weiter. Dann wollten die unbedingt meinen Namen haben und meinen YouTube-Namen und meinen Instagram und alles. Die waren echt ein bisschen... Okay, ist aber kein Problem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben uns einfach mal so ein bisschen nur umgeguckt bei Mansory und stand auf jeden Fall auf meiner Bucketlist ganz oben, weil auch wirklich echt coole Autos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und wir switchen jetzt mal rüber zu einem anderen Showroom. Ich glaube, wir machen als nächstes First Motors. Das ist direkt hier übrigens, wo kann man es sehen? Hier irgendwo auf der anderen Seite. Auf jeden Fall, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.